Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für das schöne Geräusch heute zur Zweitaufführung, zur Bayreuther Zweitaufführung des Rienzi. Ich sehe, es gibt ausreichend Beratungsbedarf. Das ist schön. Und dann werde ich mal versuchen, Ihnen ein bisschen was zu erklären, was heute auf Sie zukommt, heute Nachmittag und heute Abend. So ein bisschen höher wollen wir das noch machen. So, jetzt ist fast alles gut. Ja, 150 Jahre Bayreuther Festspiele, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein besonderer Anlass. Und da ist es natürlich klar, dass auch was Besonderes passieren muss, nämlich die Bayreuther Erstaufführung, also streng genommen heute die Zweitaufführung des Rienzi, ja, hier noch nie gespielt worden. Und Sie dürfen dabei sein. Der Premierenzyklus ist rum, wir haben einmal durchgeschnauft und jetzt wird es richtig ernst. 125 Jahre nach der letzten Erstaufführung in Bayreuth, das war nämlich der Fliegende Holländer 1901, noch unter Cosima Wagner. Seitdem steht das Bayreuther Repertoire fest wie die Zugspitze und jetzt dieses Sakrileg. Hans von Bülow, der Gehörnte von Bülow, der erste Ehemann Cosima Wagners, als sie noch Cosima von Bülow hieß, hat ja mal Wagners Rienzi als Meyerbeers beste Oper bezeichnet. Und in der Tat, es ist eine klassische, eine typische Grande Opera nach dem Vorbild von Meyerbeer. Und das werden Sie heute Nachmittag und heute Abend auch erleben. Was zeichnet die Grande Opera aus? Es war eine neue Gattung, die im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts gleichsam erfunden wurde. Es sind eigentlich immer historische Stoffe, die als politische Parabeln gezeigt werden. Also es wird sozusagen die aktuelle politische Situation in einer historischen Parabel verkleidet. Es gibt immer große Chöre, sowas, was es bis dahin noch nie gegeben hatte, Massenchöre, spektakuläre Schaueffekte, Kontrastwirkungen, insbesondere der Kontrast zwischen dem Individuum und der Masse. Es gibt immer im zweiten Akt ein Ballett, das ist Vorschrift, ja. Und es gibt die sogenannte Liebesszene in Gefahr, die hat Meyerbeer erfunden. Also das Liebespaar, das eigentlich unter Druck steht, in einer gefährlichen Situation ist und dann irgendwie die Liebesszene absolvieren muss. Dem Rienzi wurde so das hässliche Etikett aufgeklebt, die Lieblingsoper Adolf Hitlers zu sein. Das werden Sie im Vorwege ja auch gelegentlich gelesen haben. Der Rienzi, die Lieblingsoper Hitlers, das geht zurück auf ein Initiationserlebnis Hitlers in Linz 1905. Das berichtet sein Jugendfreund Kubizek in seinem Buch Adolf Hitler, mein Jugendfreund. Da haben die beiden nämlich zusammen in Linz eine Rienzi-Aufführung besucht und sind anschließend auf den Freienberg gestiegen, wo Hitler angeblich eine Vision gehabt haben soll, dass auch er wie Rienzi einst emporsteigen wird, um das deutsche Volk aus seiner Knechtschaft erlösen und zur Freiheit zu führen. Und folgerichtig wurden dann die Reichsparteitage später auch immer mit der Rienzi-Ouvertüre eröffnet, die sozusagen dann eben auch ein entsprechendes Siegel geworden ist. Rienzi ist also das Werk Wagners, das am engsten mit Hitler in Verbindung gebracht wird. Der Rienzi wird als eine Art Hitler oft betrachtet. Aber dafür, dass es Hitlers Lieblingsoper gewesen sei, gibt es gar keinen Beleg. Es gibt keinen Beleg, wonach Hitler mal gesagt haben sollte, der Rienzi, den liebe ich besonders. Ja? Ist nie vorgekommen, aber natürlich, und dadurch wurde diese Lieblingsoper ein gängiges Klischee, das sich als solches kommunikativ als besonders geschmeidig erwiesen hat und Verbreitung gefunden hat. Fakt ist natürlich, Hitler hat Wagner insgesamt geschätzt, aber man kann wohl nicht sagen, dass der Rienzi da eine Sonderstellung besitzt.
Worum geht es in diesem Stück? Sehr aktuell tatsächlich, nämlich Politik als Inszenierung. Populismus könnte man auch sagen. Und das genau ist es ja auch, was Adolf Hitler von Wagner gelernt hat. Gar nicht so sehr den Antisemitismus, den hat er kaum rezipiert, Wagners Antisemitismus, der ja unbestreitbar ist. Aber was Hitler von Wagner gelernt hat, ist die große Inszenierung, die Überwältigungswirkung durch Pathos, das er dann politisch nutzbar macht. Wenn man mal genau hinschaut, macht ja Wagner so etwas wie eine Diskursverschiebung von der Politik auf die Ästhetik, ja, auf die Kunst. Er ästhetisiert Politik. Nicht? Der Ring des Nibelungen entspringt dem Geist des Vormärz in den 1840er Jahren und ist dann eine Parabel auf eine durch Politik, Macht und Kapital ruinierte Welt. Das ist der Ring des Nibelungen. Also Wagner verlagert sozusagen einen politischen Diskurs in einen ästhetischen Diskurs. Hitler kehrt das jetzt praktisch wieder um und verschiebt den Diskurs von der Kunst wieder in die Politik zurück. So könnte man sagen, ist der Nürnberger Reichsparteitag so etwas wie eine monströse, in die Realität projizierte Meistersinger-Inszenierung. Ja, das ist wichtig, das zu verstehen, dass es eine Diskursverschiebung hin und her ist und dass die Politisierung von Ästhetik und die Ästhetisierung von Politik durchaus nicht unproblematisch ist. Das sehen wir auch am Rienzi. Es gab gelegentlich Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen und Journalisten, die dann gemeint haben, ja, aber aufgrund dieser Rezeptionsgeschichte ist denn der Rienzi ausgerechnet das Richtige zum Jubiläum, diese so rezeptionsgeschichtlich belastete Oper? Ja, meine Damen und Herren, natürlich. Was denn sonst? Und wenn schon eine Erstaufführung, also die Durchbrechung des bisherigen traditionellen Kanons, denn doch wohl das Werk, das ja gerade die Ambivalenz, die Höhen und Tiefen der 150 Jahre Festspiele in seiner Rezeptionsgeschichte wie kein anderes Werk Wagners repräsentiert. Das ist genau das Richtige, um eben auch auf die Zweigesichtigkeit dieses Jubiläums hinzuweisen, weil es ja eben nicht nur ein Jubelfest ist, sondern auch Anlass, mal zu gucken, was sind denn die Kehrseiten der Medaille. Wagners 3 Frühwerke, die bisher hier in Bayreuth nicht gespielt wurden, weil Wagner sie selber nicht zu Unrecht als epigonal empfunden hat, sind eigentlich Versuche, sich in seiner künstlerischen Umwelt zu orientieren. Er schreibt Werke, wie sie halt innen waren, wie sie erfolgreich waren. Nicht? Die Feen, seine erste abendfüllende Oper, das ist eine typische romantische Märchen- und Zauberoper, wenn wir an die Zauberflöte denken, den Freischütz oder vor allen Dingen auch den Vampir von Heinrich Marschner. Das Liebesverbot, die zweite Oper Liebesverbot oder die Novize von Palermo ist eine Opera buffa. Auch dafür gibt es viele Vorbilder. Den Joseph von Méhul 1807, La Dame Blanche von Boieldieu 1825, Fra Diavolo von Aubert 1825 oder Zampa von Herold 1830. Also auch ein typischer Vertreter eines Genres. Und eben mit dem Rienzi eine typische französische Grande Opera, wie sie Aubert 1828 mit der Stummen von Portici geschrieben hat, vielleicht die erste typische Grande Opera, oder der Wilhelm Tell von Rossini ein Jahr später gehört auch dazu. Natürlich Robert le Diable, Robert der Teufel von Meyerbeer 1831 und First of All die Hugenotten von Meyerbeer 1836. Sie sehen schon, das ist genau die Zeit, in der Wagner dann auch seinen Rienzi schreibt, um mit dem in Paris berühmt zu werden und Meyerbeer vom Thron zu stoßen. Das war ja letztlich das Ziel. Rienzi, der letzte der Tribunen, die dritte Oper Wagners, eine große, so der Untertitel, eine große tragische Oper in 5 Akten nach dem gleichnamigen Roman von Edward Bulwer Lytton. Wagner liest diesen Roman von Bulwer, der 1835 veröffentlicht worden ist, schon 2 Jahre später, 1837. Da ist er Musikdirektor in Königsberg und schreibt sofort einen Prosaentwurf für eine Oper nieder.
Zwischen Sommer 1837 und 1840 mit einigen Unterbrechungen entsteht dann auch das Libretto, die Komposition parallel vom Sommer 1838 bis November 1840. Da ist Wagner schon in Paris und erlebt eine riesen Reinfall. Der Rienzi wird nämlich nicht gespielt. Es wird von Wagner gar nichts gespielt. Es wird eine ausgesprochen frustrierende, niederschmetternde Erfahrung in Paris in diese Jahre 1839 bis 1842. So findet die Uraufführung des Rienzi dann tatsächlich erst am 20. Oktober 1842 im Königlich Sächsischen Hoftheater Dresden statt, wo ja Wagner zwischenzeitlich Hofkapellmeister geworden war, und wird ein Riesenerfolg. Vielleicht der größte Premierenerfolg Wagners überhaupt. Das war nicht der Lohengrin oder die Meistersinger und schon gar nicht Tristan, ja, der Ring eh nicht. Nein, das war Rienzi. Rienzi war die meistgespielte Oper Wagners im 19. Jahrhundert. Sie hat 5 Akte nach der klassischen Tragödientheorie, also nicht 3 Akte wie das Musikdrama, auch das schon mal ein formaler Unterschied. Unterscheidet sich ja von den späteren Musikdramen Wagners auch reichlich, muss man sagen. Stellt sich also die bange Frage, darf denn Rienzi unabhängig von der Diskussion um die Rezeptionsgeschichte überhaupt in Bayreuth gespielt werden? Wagner selbst hat sich jedenfalls schon relativ früh von diesem Werk distanziert und ihn in Briefen an Alwine Frommann 1844/45 als Ungetüm und als Schreihals tituliert. Das Bayreuther Repertoire, wie wir es bis zu diesem Jahr kannten, geht im Wesentlichen zurück auf einen Brief Wagners an König Ludwig II. Vom 18. November 1882, also ein Vierteljahr vor seinem Tod. Dieser Brief hat mangels Testament, Wagner hat ja erstaunlicherweise kein Testament hinterlassen, wo er sein Vermächtnis hätte regeln können, hat dieser Brief den Charakter eines Vermächtnisses zugemessen bekommen. Da schreibt er, ich zitiere: Ich wünsche nach und nach alle meine Werke in unserem Bühnenfestspielhause in der Weise aufzuführen, dass diese Aufführungen als Muster der Korrektheit meiner nächsten Nachwelt wenigstens überliefert werden können. Zitat Ende. Alle meine Werke. Einige Zeit später dann freilich die Einschränkung, Zitat: Zu dem Wunsche, alle meine Werke, vom Fliegenden Holländer an, noch einmal mustergültig der Welt vorzuführen, haben mich neuerdings wieder die verschiedensten Berichte gestimmt, die mir über den Charakter der Aufführung derselben auf den Theatern zukommen. Zitat Ende. Also dieser kleine eingeschobene Nebensatz hat das Bayreuther Repertoire bei Cosima bestimmt. Arne Stolberg hat auf unserem Symposium in Wahnfried vom 9. bis zum 11.07. dann auch nachgewiesen, dass Wagner Bayreuth zwar zunächst und vorrangig für das eigene Werk gedacht hat, aber ursprünglich, ganz ursprünglich, durchaus nicht ausschließlich. Er konnte sich durchaus vorstellen, dass hier auch andere Werke im Festspielhaus gespielt werden. Dazu kam es dann aber aufgrund der Petrifizierung dieses Briefes nicht. In der Satzung der Richard-Wagner-Stiftung, die ja Eigentümerin dieses psychedelischen Gebäudes ist, heißt es unter Paragraph 2 Stiftungszweck, Zitat: Zweck der Stiftung ist es, im Sinne des gemeinschaftlichen Testaments von Siegfried und Winifred Wagner vom 8. März 1929 das Festspielhaus Bayreuth dauernd der Allgemeinheit zu erhalten und zugänglich zu machen und stets den Zwecken dienstbar zu machen, für die es sein Erbauer bestimmt hat, also einzig der festlichen Aufführung der Werke Richard Wagners. Auch da keine Einschränkung ab dem Fliegenden Holländer. De jure wären also auch Fehen- und Liebesverbot zulässig. So viel zu dieser Problematik. Die Uraufführung des Rienzi in Dresden, hier eine Darstellung, die damals in den Zeitungen verbreitet wurde, wie gesagt, ein Riesenerfolg, obwohl sie bis nach Mitternacht gedauert hat. Der Rienzi hat ja ungekürzt eine Aufführungsdauer netto von über 5 Stunden.
bis nach Mitternacht. Aber die Leute sind geblieben, aber weil das so lang war, hat man dann überlegt, die Oper zu teilen und in 2 Teilen zu geben, nämlich Rienzis Größe und Rienzis Fall. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Dresdner gesagt haben, nö, ich zahle doch keinen Eintritt zweimal für eine Oper. Wagner hat das Werk immer wieder umgearbeitet. 1842 wurde das Textbuch gedruckt, 1844 ein Klavierauszug, nahezu vollständig, dann auch die Partitur in 25 Exemplaren in Lithografie, da aber schon stark gekürzt. Da ist beispielsweise das Finale des 3. Aktes schon geändert worden von Wagner und die Pantomime, die sogenannte Pantomime im 2. Akt, gestrichen. Wie Sie vielleicht wissen, hat Wagner 1868 neben einigen anderen Partituren die Originalhandschrift der Rienzi-Partitur König Ludwig II. Von Bayern zu Weihnachten geschenkt. Nach dem Ende der Wittelsbacher Herrschaft gerieten dann die Handschriften in den Wittelsbacher Ausgleichsfonds, wurden 1939 von der Reichswirtschaftskammer erworben und Adolf Hitler zum 50. Geburtstag geschenkt. Seit 1945 also ist die Handschrift verschollen. 1871 wurde das Textbuch neu gedruckt in den gesammelten Schriften und Dichtungen, da auch die Pantomime neu gedichtet. Und 1888/93 hat Cosima Wagner den Rienzi in Karlsruhe produziert mit Felix Mottl und 1895 in Berlin in einer Neubearbeitung der Abschrift des Erstdrucks mit Ergänzungen aus dem Autograph der Partitur, das es damals ja noch gab. Und diese Cosima-Fassung, diese sogenannte Cosima-Fassung war auch hier für die Produktion eine ganz wichtige Quelle. Es gibt also keine finale Fassung des Werks, den Rienzi gibt es also gar nicht. Und da man auch das Bayreuther Publikum, das ja was Länge angeht, Kummer gewöhnt ist, nicht mit 5 Stunden plus 2 Stunden Pause belasten wollte, musste natürlich eine gekürzte Bayreuther Fassung erstellt werden. Insgesamt ist die Bayreuther Fassung, die Sie heute sehen werden, gegenüber der ungekürzten Fassung etwa um 1/3 gekürzt. Insgesamt sind nämlich 1548 Takte gestrichen worden, von denen allein aber 686 auf die Pantomime im 2. Akt entfallen, die ja ohnehin nicht als Partitur, sondern nur als Klavierauszug vorliegt. Wir wissen also nicht, wie Wagner die instrumentiert hat und gelegentlich reorchestriert wurde. Aber das ist natürlich Fake, wenn Sie so wollen. Ja, also wenn Sie da die Pantomime mit Orchester hören, ist es eine Bearbeitung. Das ist nicht von Wagner. Es handelt sich dabei um ein allegorisches Schauspiel über das Selbstopfer Lucretias und Brutus' Rache an dem Tyrannen Tarquinius, den Sieg von Frieden und Freiheit über die Tyrannei. Bringt also für die Rienzi-Handlung überhaupt nichts, ist allegorisch, kann ersatzlos entfallen. Spart uns schon mal 25 Minuten. Das Ballett dagegen sollte ursprünglich hier in der Produktion auch gestrichen werden. Das hat man dann aber nicht gemacht. Warum, werde ich Ihnen noch sagen. Darüber hinaus wurden weitere 862 Takte gestrichen, circa 13%, hauptsächlich in den Rezitativen, die wirklich sehr redundant sind. Das werden Sie heute auch merken. Ja, es kommen also Sachen immer wieder. Der arme Adriano, der muss immer wieder auftreten und die Irene zu überzeugen versuchen. Man denkt schon, ja, jetzt hat sie ihm doch gesagt, jetzt lass mich in Ruhe. Und dann kommt er nochmal und nochmal. Es singt immer das Gleiche. Ja. Hätte man streichen können, aber wir wollten ja nicht ein Reader's Digest machen, sondern es sollte ja schon der Rienzi Richard Wagners erkennbar bleiben. So bleiben also ungefähr 3,5 Stunden netto übrig. Das ist so etwa ein Walküre-Format. Die Vorstellung heute wird gegen zwischen 21:30 und 21:45 zu Ende sein. Der erste Teil umfasst die Ouvertüre mit 13 Minuten und den 1. und den 2. Akt, insgesamt etwa 1 Stunde 50 Minuten. Das ist so etwa das Format des 1. Götterdämmerungsaktes. Das sollten Sie bei der Disposition Ihrer sanitären Bedürfnisse bedenken. Aber dann haben Sie das Schlimmste auch schon hinter sich.
Denn der zweite Teil umfasst den dritten Akt und dauert tatsächlich nur ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ein gestandener Wagnerianer, meine Damen und Herren, setzt sich dafür nicht mal hin. Und der dritte Teil dauert dann noch einmal etwa 51 Minuten, ist also auch gut handhabbar, wobei es da eine Besonderheit gibt, nämlich eine Umstellung. Man hat nämlich das Gebet des Rienzi, ein wunderschönes Stück, das vielleicht einige von Ihnen schon kennen, das wird in Auszügen eigentlich immer gemacht. Das Gebet des Rienzi, das die erste Nummer des 5. Aktes ist, hat man nach vorne gezogen. Das hören Sie also gleich nach der zweiten Pause, dieses Gebet. Dann kommt der 4. Akt und dann wird der 5. Akt nach dem Gebet fortgesetzt. Das ist eine Fassung, die geht auf Wieland Wagner, Stuttgart 1957 war es, glaube ich, zurück. Hat man also auch schon mal gemacht. Weil der 4. Akt geht ziemlich blöd los. Und wenn man aus der Pause kommt und man bum, 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 das ist blöd. Aber das Rienzi, das Gebet des Rienzi ist natürlich wunderbar. Insgesamt kann man sagen, die Oper Rienzi ist tatsächlich besser als ihr Ruf. Und Sie werden vielleicht feststellen, wenn Sie anderen Werke Wagners kennen, das klingt ja schon so ein bisschen wie der Pilgerchor aus dem Tannhäuser und der Geheimnischor aus dem Lohengrin oder der Chor der jüngeren Pilger, die Friedensboten, da klingt schon ein bisschen der Chor der jüngeren Pilger im Tannhäuser an. Also da kann man schon ist alles halt noch nicht diese Eleganz und die orchestrale Wirkungsmacht wie die späteren romantischen Opern von Wagner. Aber man muss dann doch feststellen, per Saldo, Richard Wagner war nicht unbegabt. Oder wie der ehemalige Ministerpräsident Horst Seehofer, der bayerische Ministerpräsident natürlich, also der Ministerpräsident, mal gesagt hat, hier bei einem Festakt auf der Bühne 2001 aus Anlass von 50 Jahren Neu-Bayreuth, ein bemerkenswerter Satz, sowas kann auch nur einem Ministerpräsidenten einfallen. Richard Wagner war schon zu Lebzeiten ein Genie. Das ist fein beobachtet. Das Stück spielt in Rom um die Mitte des 14. Jahrhunderts, also im Spätmittelalter. Das ist die Zeit, das ist bei Wagner ganz wichtig, in der Produktion aber nicht, weil die Kirche überhaupt keine Rolle spielt, leider. Das ist die Zeit, wo der Papst nicht in Rom residierte, sondern in Avignon. Das ist für Wagners Dramaturgie nicht unwichtig, können Sie aber gleich wieder vergessen, weil es für die Produktion heute gar keine Rolle spielt. Was ist der Rienzi nun für einer? Kommen wir zum Personal. Der Rienzi ist päpstlicher Notar. Päpstlicher Notar. Also er ist ein Geistlicher. Ja, nicht unwichtig. Er lebt zölibatär. Das spielt auch in dieser Produktion keine Rolle. Ich will es nur gesagt haben. Und für die beiden Damen, die die Regie geführt haben, Alexandra Semeridi und Magdolna Peritka, die sind aus Ungarn und da liegt es nahe, dass Viktor Orban ein gewisses Vorbild für die Figur war, die sie hier gestaltet haben und die Andreas Schager zu verkörpern hat. Denn auch Viktor Orban wurde ja, wenn Sie sich erinnern, vom konservativen Reformpolitiker zum ideologischen Autokraten. Fun Fact übrigens, Viktor Orban war im Sommer 2001, also in dem Jahr, über das ich gerade gesprochen habe, als damaliger ungarischer Ministerpräsident hier Gast der Bayreuther Festspiele und trug sich am 25. Juli 2001 im Haus Wahnfried in das Goldene Buch der Stadt Bayreuth ein. Ich kann es bestätigen, ich war dabei. Damals war indessen sein Besuch kaum umstritten, denn er galt eben als konservativer Reformer. Und Ungarn befand sich ja auf dem Weg in die Europäische Union. 2004 war der Beitritt. Also Rienzi, Orban, päpstlicher Notar. Irene, seine Schwester, logischerweise bei Wagner, hier in der Produktion auch seine Geliebte. Ja, Inzest mag Wagner ja sehr. Ja? Wir denken an die Walküre Siegmund und Sieglinde. Ja? Auch diese inzestuöse Beziehung, die wird also auch hier in der Produktion eine Rolle spielen. Bruder und Schwester, die eben auch ein Liebespaar sind.
Das machen die beiden nicht, weil sie so viel Freude daran haben, sondern um zu zeigen, dass Liebe etwas ist, was sich über alle Konventionen hinwegsetzt, über Politik, über alles hinwegsetzt. So, dann gibt es eine Figur, die gar nicht vorkommt auf der Bühne, die aber ganz wichtig ist, nämlich der tote kleine Bruder von Rienzi und Irene, der gar nicht mit Namen genannt wird. Der nämlich mal zuvor von einem Colonna, also einem Vertreter einer der Nobili, der Adelsfamilien, ermordet worden ist. Die beiden haben also einen Verlust zu verkraften. Und hier in der Produktion ist dieser kleine Kerl, der taucht da auf und ist natürlich der Sohn beider. Dann Adriano. Adriano ist der Sohn des Colonna, also ein Adelsspross, den Sie hier sehen werden. Jennifer Holloway wird diesen Adriano verkörpern. Und es ist nicht so ganz klar, ist es eine Frau oder ein Mann, hat weibliche, hat männliche Attribute, könnte also auch eine Adriana sein. Ja? Ist also ein Repräsentant, eine Repräsentantin, ich tue mich damit sehr schwer, fluider Geschlechterrollen. Und so wie diese Figur Adriano eben auch zwischen den Parteien Rienzi, Nobili, Colonna hin und her schwankt. Der ist ja in einem ganz, ganz furchtbaren, grausamen Konflikt. Darauf werden wir noch kommen. Dann die Häupter der beiden Nobili-Familien, Stefano Colonna und Paolo Orsini. Ja, wir könnten vielleicht auch an die Montagues und die Capulets bei Romeo und Julia denken. Eine ganz wichtige weitere Figur bei Wagner ist der Kardinal Raimondo, Legat des Papstes. Ein Legat ist ein Bevollmächtigter, ein persönlicher Vertreter des Papstes, der in seinem Namen handeln, kirchliche und politische Aufgaben erfüllen konnte. Also er steht sozusagen an der Stelle des Papstes, solange der Papst in Avignon ist, ganz wichtig, vertritt päpstliche Autorität. Spielt, wie gesagt, hier in dieser Inszenierung keine Rolle. Die Kirche spielt vorsichtshalber keine Rolle. Und so könnte der Raimondo auch ein Vertreter der Hochfinanz oder ein hoher politischer Repräsentant sein oder meinetwegen auch einer der grauen Herren aus Momo. Er ist auf jeden Fall so etwas wie die graue Eminenz in der ganzen Handlung. Dann gibt es noch zwei römische Bürger, das sind Baroncelli, Tenor, und Cecco del Vecchio, Bass. Das sind keine Nobili, das sind also römische Bürger, die zunächst Anhänger Rienzis sind und dann zu seinen Verrätern werden. Wen von den beiden, Baroncelli oder Cecco del Vecchio, Sie nun der SPD und welchen Sie der CDU, CSU zurechnen wollen, das überlasse ich Ihrem Geschmack. Wer war nun Rienzi wirklich? Es ist eine historische Figur, Cola di Rienzo, der eigentlich Nicola di Lorenzo Gabrini hieß, wurde 1313 geboren, also exakt 500 Jahre vor Wagner. Er griff am 20. Mai 1347 mit Unterstützung des Volkes die Macht in Rom und ließ sich zum Volkstribun ausrufen. Sie sehen, Richard Wagner hält sich weitgehend an die historischen Fakten. Rienzos Ziel war es, die Macht der Adelsfamilien zu brechen und an die Größe der antiken römischen Republik anzuknüpfen. Nach nur wenigen Monaten verlor er jedoch die Unterstützung und floh im Dezember 1347 aus Rom, kehrte 1354 mit päpstlicher Unterstützung nach Rom zurück und wurde am 8. Oktober 1354 bei einem Volksaufstand getötet. Rienzi ist also keineswegs ein Aufsteiger aus dem Volk, ein Parvenu, so wie Hitler sich selber ja verstanden hat, sondern er gehört der Oberschicht an. Ja, der Oberschicht während der Herrschaft von Kaiser Karl IV. Und ist päpstlicher Notar unter Innozenz VI., der wie gesagt in Avignon residierte. Ein hoher Geistlicher mit entsprechender Autorität, Amtsautorität schon ausgestattet und dem Auftrag, die päpstliche Macht in Rom wieder zu etablieren. Der Humanist und Dichter Francesco Petrarca, 1304 bis 1374, war übrigens ursprünglich ein großer politischer und geistiger Sympathisant Cola di Rienzos, der wie dieser die antike Größe Roms verehrte.
Die anfängliche Begeisterung Petrarcas wandelte sich aber angesichts Rienzos zunehmend selbstherrlicher Regierung und seinem prunkvollen Lebensstil in Enttäuschung. Jetzt sagen Sie nicht, dass das nicht aktuell wäre. Weiteren wichtigen Einfluss auf Rienzo hatte der heilige Joachim von Fiore, ca. 1135 bis 1202. Joachim de Fiore hat eine Geschichtsdeutung geschrieben der drei Zeitalter. Er sagt, es gibt in der Menschheitsgeschichte drei Zeitalter, nämlich das Zeitalter des Vaters, das durch das Alte Testament repräsentiert wird, das Zeitalter des Sohnes, Neues Testament, und das bevorstehende Zeitalter des Heiligen Geistes, in dem Frieden, Gerechtigkeit und eine erneuerte Christenheit herrschen würden. Dieses Modell hat auf den historischen Rienzo, und das ist nicht unwichtig für die Inszenierung, Auswirkungen, denn wie er glaubt, auf der Grundlage der Drei-Zeitalter-Theorie von Fiore, an eine bevorstehende Zeitenwende. Er glaubt an seine göttliche Sendung. Er glaubt an die Erneuerung von Kirche und Reich und die besondere Rolle Roms im Heilsplan Gottes. So wurde dieser Rienzo im 19. Jahrhundert zum Freiheitshelden aufgrund eben dieses Republikanismus nach dem Ideal des alten antiken Rom. Und es ist nicht verwunderlich, dass sich auch der junge Wagner für diese Figur begeistert hat, denn wie wir alle wissen, war der junge Wagner also mindestens bis 1850 von allem begeistert, was mit Kaputtmachen zu tun hatte. Ja, Revolution. Gut, 1848, 49 war noch nicht, aber 1830 war ja die Juli-Revolution in Paris und da war Wagner ein großer Fan. Ja, und deswegen diese Figur eben auch als Vorbild. Und gerade die Verbindung von römischem Republikanismus, christlicher Eschatologie und messianischem Sendungsbewusstsein verbindet diese historische Figur des Rienzo auch mit Richard Wagner. Kommen wir zur Inszenierung. Die Themen des ungarischen Regie- und Bühnenbildner-Duos Alexandra Semeredi und Magdolna Parditka sind vor allem immer wieder Technologie und transhumane Dystopien, Figurenpsychologie, Geschlechterrollen, Mensch und Übermensch in bildstarken Interpretationen. Die Konzepte ihrer Arbeiten entwickeln sie immer gemeinsam. Wobei Magdolna Parditka vor allen Dingen den Kontakt zu den Werkstätten hält, während Alexandra Semeredi die Proben leitet. Ich habe die beiden mal gefragt, wie das denn gut gehen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste das mit meiner Frau zusammen machen, würde wahrscheinlich nichts Gescheites dabei rauskommen. Und die haben auch gesagt, die streiten sich dauernd. Gut, Sie können jetzt nachher beurteilen, ob das zum Erfolg geführt hat. Und es gibt in dieser Produktion, in dieser Inszenierung, wie bei Joachim de Fiore, auch drei Ebenen. Das ist ganz wichtig. Es gibt nämlich einmal die private Ebene des Rienzi, also Rienzi als Privat- und Familienmensch in seinen Beziehungen zu Irene und zu seinem kleinen toten Bruder, Schrägstrich Sohn. Dann gibt es seine öffentliche Funktion als Politiker. Und es gibt drittens eine visionäre Ebene. Sie werden immer wieder sehen, dass der Rienzi Visionen hat. Das ist ziemlich klar erkennbar, wenn es um Visionen geht. Wenn zum Beispiel der Chor ganz langsam applaudiert, dann wissen Sie, der träumt. Ja, der hat eine Vision, entweder eine Traumvision oder eine Wahnsinnsvision. Das Grundmodell des Bühnenbildes sind die sogenannten Tumbling Blocks oder Neckarwürfel, die Sie hier sehen, benannt nach Albert Necker, Geologe, Mineraloge, 1786 bis 1861. Dieses Muster, haben Sie sicher alle schon mal gesehen, bildet tatsächlich den Boden im realen Lateran. Also wer schon mal im Lateran war, oder achten Sie das nächste Mal drauf, wenn Sie hinkommen, da sehen Sie diese Tumbling Blocks als Bodenmuster. Und Sie werden die auch hier auf dem Bühnenboden sehen. Aber diese Tumbling Blocks sind auch das Muster für die Gestaltung der uniformen kubischen Wohnräume, die Sie hier sehen. Riesig groß. Ja?
Was ist nun das Besondere an diesen Tumbling Blocks? Es sind sozusagen zwei gleichwertige räumliche Interpretationen, denn die Wahrnehmung dieser Blocks, wenn Sie da drauf gucken, springt ja immer spontan hin und her. Sie können gar nicht sagen, was ist innen, was ist außen. Das heißt, wir haben es nicht mit Abbildung, sondern Konstruktion von Wirklichkeit zu tun, mit einem Symbol für Ambivalenz und Ambiguität. Ja, innen ist mal außen, außen ist mal innen. Das wird hier in diesem Bühnenbild abgebildet. Und genauso ist eben auch die Figur des Rienzi angelegt, im Grunde als Verkörperung einer Dialektik der Aufklärung, einer Dialektik von Gut und Böse. Gut ist nie nur gut und böse ist nie nur böse. Wenn sich der Vorhang während der Ouvertüre öffnet, sehen Sie eben diese Tumbling Blocks Architektur. Zunächst einmal nur das oberste Stockwerk, das andere ist noch unter der Bühne, das fährt dann später hoch. Sehr spektakulär. Und wir kennen diese Formen ja auch vom Bauhaus. Und das Bauhaus ist auch ein Symbol für diese Dialektik, denn die ursprüngliche Idee war in diesen Formen so etwas wie eine Lebensverbesserung, eine Lebensoptimierung zu ermöglichen, etwas Demokratisches. Ja, alles ist gleich, also demokratisch. Und dann ist es aber umgeschlagen in Totalitarismus. Diese Bauhausmuster wurden dann ja auch zu Vorbildern von totalitärer Wohnarchitektur. Und genau um diese Ambivalenz geht es in dieser Inszenierung. In jeder dieser Wohnzellen befindet sich ein Videoscreen, ja, Medien extrem wichtig, und man denkt vielleicht unwillkürlich an die sogenannten Televisoren in Orwells 1984, die hier auch als Manipulatoren bezeichnet werden. Also die Manipulation durch Nachrichtenmedien spielt hier auch eine große Rolle. Auf allen Televisoren, die in diesen Wohnblocks läuft übrigens immer dasselbe. Also Sie werden sehen, da guckt keiner mal Netflix und der andere guckt ZDF und der dritte guckt Sky, Fußball. Es läuft immer dasselbe auf allen. Ja? Wir sehen Irene in der Mitte alleine, Rienzi rechts lesend. Er arbeitet offenbar an einer Wahlkampfrede. Links das Kinderzimmer mit dem kleinen Bruder oder dem gemeinsamen Kind. Und der Kleine ist krank. Und die Eltern besorgen sich natürlich um diesen kleinen Kerl. Hier wird auch schon der Inzest, die inzestuöse Beziehung zwischen den beiden angedeutet, die dann eine Dreiecksbeziehung mit Adriano ist. Denn die Irene ist einerseits als Schwester und Geliebte und Frau eine Art alter Ego Rienzis. Das werden Sie in der Inszenierung auch sehen. Sie ist sozusagen das verdoppelte Ich Rienzis. Sie bildet mit Rienzi eine Symbiose, aber sie liebt gleichzeitig auch den Adriano oder die Adriana. Also es ist ein fluides Beziehungsdreieck. Das Kind stirbt schließlich an TBC. Das ist der Auslöser für tiefe Schuldgefühle beider, Irenes und Rienzis. Und so könnte man Rienzis Hinwendung zur Politik, Zitat, und ich beschloss, Politiker zu werden, auch als eine Art Kompensation seiner Schuldgefühle verstehen. Diesen Rienzi jedenfalls dem Klischee folgend als eine Art Hitler zu lesen, wäre nachgerade eine Nobilitierung des Braunauers. Es gibt hier keine Entführung Irenes, es gibt Wahlkampf und die privaten Verhältnisse Rienzis werden auch als Fake News über Social Media kommuniziert. Alle rennen immer mit Handys rum, so, das kennen wir ja auch von unseren Straßen, nicht? Wo die Leute irgendwie auf die Straße dappen und es gar nicht merken, weil sie das Mäusekino vor den Augen haben. Es sind alles digitale Autisten. Ja? Sie sehen eine sehr aktuelle Inszenierung und Wagners Dramaturgie, wo ja der Kleine umgebracht worden ist von einem Kolonner, wird hier zu Fake News. Also es wird die Nachricht verbreitet, ein Kolonner habe den Bruder, den Sohn Rienzis umgebracht. Stimmt ja gar nicht, der ist ja gestorben an TBC. Also das wird hier sozusagen über die Medien als Fake News
verbreitet. Alexandra Semeridi hat in einem Interview mit Markus Thiel im Merkur am 17. Juli gesagt, ich möchte das zitieren: Mich hat fasziniert, in welchem Maße sich Social-Media-Plattformen von den Kommunikationsformen des antiken Rom inspirieren lassen. Die Handzeichen Like oder Dislike entscheiden gewissermaßen immer noch über Leben und Tod. Ich empfinde das als eine Art virtuelle Arena. Und wie man sich mit seinem Kommentar oder Urteil in der gesichtslosen Menge verstecken kann, finde ich höchst beunruhigend. Die beiden Baroncelli und Cecco Del Vecchio erscheinen als eine Art Wahlkampfhelfer, als Presseabteilung Rienzis, wenn Sie so wollen. Und dieser Rienzi ist ein Populist und Charismatiker. Das Thema Charisma ist extrem wichtig. Sie kennen natürlich alle Max Weber, wonach ja das Charisma zwei Seiten hat. Einmal einen starken Charakter, eine starke Personenwirkung des Charismatikers, eine anziehende Persönlichkeit, in die dann eben auch von außen Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche, Glauben projiziert werden. Dem Charismatiker werden messianische Eigenschaften zugeschrieben, die er meistens gar nicht besitzt, sodass dann auch eine reziproke Wirkung wieder passiert, weil das, was von außen in diese Figur projiziert wird, das macht ja auch was mit der. Und das werden Sie hier eben in der Inszenierung auch sehen. Dadurch ist die charismatische Herrschaft immer auch instabil, da sie ja von unkalkulierbaren, irrationalen Faktoren abhängig ist. Wir sehen die Wahlberichterstattung in den Capitol News mit Wetterbericht und Fußballspiel. Der Rienzi im Wahlkampf, in seiner Wahlkampfrede, verspricht den Bürgern und dem Volk Freiheit. Adriano will ein Römer sein. Er ist so begeistert von dem Rienzi, dass er nun auch ein Römer sein will, ein Gefolgsmann Rienzis, womit er natürlich in Konflikt mit seinem Vater, mit seiner Familie gerät und zwischen Liebe und Treue, zwischen Rienzi und Irene einerseits und zwischen seiner Familie und seinem Vater andererseits in ein tragisches Dilemma fällt. Rienzi jedenfalls singt weh dem, der ein verwandtes Blut zu rächen hat. Also dieser traumatische Verlust des kleinen Kerls beschäftigt ihn, bewegt ihn sehr, sehr stark. So haben alle verschiedene Ziele: Adriano Sühne, Irene Liebe, Rienzi Freiheit. In dem Ensemble am Schluss der Nummer 3 im TZ singen sie alle gleichzeitig, aber jeder singt von etwas anderem. Im Duett zwischen Adriano und Irene ahnt der gute Adriano schon vom Verrat Rienzis durch das Volk und seinem Untergang. Es findet dann die Wahl statt, eine scheinbar demokratische Wahl zu Orgelklang und Fernchor. Die Leute wählen mit Daumenabdrücken, ja, und es wird auch alles gefilmt. Sie sehen das auch alles, ja. Das heißt also, eine geheime Wahl ist es irgendwie nicht, die hier stattfindet. Am Ende erreicht Rienzi 41%, Colonna 33% und Orsini 26%. 3 Parteien, anständige Ergebnisse, das waren noch Zeiten. Früher war eben alles besser. Aber, meine Damen und Herren, auch Hitler wurde ja bekanntlich gewählt. Nicht? Er hat sich nicht an die Macht geputscht, es war kein Staatsstreich, es war eine demokratische Wahl. Rienzi gewinnt 41%. Toll, im Lateran wird ein Triumphgesang angestimmt, vom Himmel neues Licht der Freiheit für Rom, und sofort gehen alle im Gleichschritt, alle freuen sich, Rambo Zambo im Konrad-Adenauer-Haus. Rienzi gibt seine Regierungserklärung ab: Er stehe, hohe Roma neu, sei frei, sei jeder Römer frei. Die Freiheit Roms sei das Gesetz. Und er fährt mit seinem Rednerpult nach oben. Es ist also sozusagen eine Art politischer Apotheose. Rienzi soll zum König Roms proklamiert werden. Der König Roms ist aber eigentlich der deutsche Kaiser. Und das Volk ist völlig hysterisch begeistert von dieser charismatischen Erscheinung, sodass man sich wirklich mit Fug und Recht fragen kann: Demokratie, wollen wir das eigentlich wirklich? Mit allen Konsequenzen, meine Damen und Herren. Wollen wir Demokratie? Welche Demokratie wollen wir? Interessante Frage.
Rienzi lehnt die Proklamation zum Kaiser jedenfalls vorsichtshalber ab. Er sagt, die Gesetzgebung soll durch einen Senat erfolgen, eher mehr ein Schützer, um mit Lohengrin zu sprechen, als Volkstribun. Es erscheint die Arena als Symbol für Demokratie nach dem Vorbild des antiken griechischen Theaters, nachdem ja auch hier dieser wunderbare Zuschauerraum gestaltet ist, aber eben auch die Arena als Symbol für den Sport, für Massenunterhaltung, für Massenverführung. Also auch das ein höchst ambivalentes Symbol. Rienzi jedenfalls hält sich den Kopf wie im Schmerz. Er erlebt die Macht durchaus nicht nur als Triumph, sondern auch als Betäubung, als Schuld. Es findet die Wahlparty statt, Nummer 5 und 6. Wahlparty, die Masse in Slow Motion. Ja, es ist also die erste große Traumvision Rienzis, die Friedensboten, der Gesang a cappella erst aus der Ferne. Da denkt man eben an Tannhäuser, den Chor der jüngeren Pilger. Und dann öffnet sich das Tor zum Himmel, zum Jenseits. Auf den Toren steht, hier sind sie schon offen, steht Exit, ja, Ausgang. Ja, ein Bühneneingang könnte es sein, ein Tor in eine andere Dimension. Und man assoziiert unwillkürlich wahrscheinlich die Jakobsleiter, kennen Sie alle, Genesis 28, 10 bis 22, nämlich den Traum Jakobs von dieser Leiter, die Himmel und Erde verbindet, wo Engel rauf und runter fahren und Gott und Mensch verbunden sind und göttlicher Beistand zugesagt wird. Rienzi halluziniert seinen kleinen Sohn, der kommt also diese Treppe herunter und er trägt die Wundmale Christi, er ist stigmatisiert. Ja? Also die Ikonografie des Auferstandenen. Rienzi singt, durch dich, mein Gott, hab ich's vollbracht. Die Berufung auf Gott ist hier also kein Triumph, sondern Anklage, Schicksal. Es ist mein Schicksal, Gottes Wille zu vollziehen. Das steckt hier dahinter. Die Nobili unterwerfen sich scheinbar, verschwören sich aber tatsächlich gegen Rienzi. Orsini plant ein Attentat und Adrianus Konflikt wird jetzt offenkundig. Wen soll er verraten? Auf jeden Fall muss er eine der beiden Seiten verraten, entweder seinen Vater und seine Familie oder Irene und Rienzi. Friedensfest, Einzug der Gäste aus dem Tannhäuser, festliche Kleidung, es liegt natürlich nahe, das sind die Bayreuther Festspiele, ja, man versammelt sich zur Festspielpremiere, Irene und Rienzi begrüßen auf dem roten Teppich und Rienzi singt, Gott, der Wunder schuf durch mich und verkündet Freiheit für ganz Italien und in einem Anfall von Hybris stellt er nun doch den Kaiser als König Roms in Frage. Adriano warnt Rienzi vor dem Attentat, der aber sagt, keine Panik, ich bin durch ein Kettenhemd geschützt. Jetzt kommt das Ballett, das nicht gestrichen ist. Das ist bei Wagner, zeigt dieses Ballett den Kampf der Römer unter Brutus gegen die adligen Ritter. Die Friedensgöttin erscheint, Versöhnung, Festreigen mit Vereinigung des Antiken mit dem zeitgenössischen mittelalterlichen Rom und die Friedensgöttin wird zur Schutzgöttin Roms. Also eine Allegorie auf diese Situation in der Handlung. Das findet hier natürlich nicht statt, sondern Sie werden viel Freude haben an diesem Ballett. Es wird auch nicht getanzt, sondern Sie werden sehen, dass ein kleiner goldener Wagner, wie wir ihn von Ottmar Hörl kommt, ratschlagend hier plötzlich auf der Bühne erscheint und dann passiert das Nämliche. Ich will Sie nicht spoilern. Sie werden es unschwer erkennen. Es ist ein richtiger Klamauk und auch im Bayreuther Festspielhaus, meine Damen und Herren, darf gelegentlich gelacht werden. Das Attentat auf Rienzi passiert, es findet Gericht statt, es ist erfolglos, dieses Attentat. Und Sie sehen, dass der Chor sich schwarze Mäntel anzieht und so Fechtmasken aufsetzt. Also die Masse wird sozusagen unkenntlich. Rienzi starrt die ganze Zeit in eine gesichtslose Masse als Ausdruck von Schuld und Sühne.
Auf der Texttafel da hinten sehen Sie, unschwer zu erkennen, einen Evangeliumstext aus Matthäus 24, das sehen Sie sofort, auf Englisch und auf Latein, ja, et egressus Jesus de templo ibat, et accesserunt discipuli eius ut ostenderent edificationis templi. Als Jesus den Tempel verließ und weiterging, traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Bauten des Tempels aufmerksam. Das ist der Auftakt zur sogenannten Endzeitrede Jesu, Matthäus 24 bis 25, denn unmittelbar danach kündigt ja Jesus die Zerstörung des Tempels an, also sozusagen die Antizipation der Katastrophe schon hier. Es heißt bei Matthäus, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Colonna fordert für sich und die Verschwörer den Tod. Rienzi singt übrigens, mein armer Bruder. Wer den Lohengrin kennt, wird das unschwer erkennen. Das ist Elsa, die genau die gleiche Melodie singen wird später. Adriano fleht Rienzi um das Leben seines Vaters an. Er bezeichnet Rienzi als Freiheitsknecht. Interessante Formulierung, Freiheitsknecht, eigentlich ein Paradoxon, während Rienzi das Attentat auf ihn mit einem Anschlag auf Natur und Gott selbst gleichsetzt. Aus dem Lateran hört man den Gesang der Mönche, Miserea Dominum vestrorum peccatorum. Korrekt müsste es eigentlich heißen, Misereatur Dominus vestrorum peccatorum, also der Herr erbarme sich eurer und vergebe euch eure Sünden. Auch Rienzi steckt also jetzt in einem Dilemma zwischen dem Volk, seiner politischen Aufgabe und seiner Familie, zwischen politischem Auftrag und persönlichem Glück. Und wer da nicht an Jens Spahn denkt, dem ist nicht zu helfen. Am Ende werden die Nobili von Rienzi begnadigt. Ja, sie werden begnadigt zum Zwecke des Friedens. Rienzi sagt, wenn ich die jetzt hinrichte, bin ich doch nicht besser als die. Eigentlich ein kluger Satz, aber genau das löst die Katastrophe aus. Raimondo wendet sich schon hier von Rienzi ab und Rienzi kann diesen Konflikt eigentlich nicht ertragen. Im dritten Akt dann Katastrophenalarm, Sturmglocke, Mobilmachung. Die Nobili haben die Rebellion fortgesetzt und die Bürger müssen jetzt gegen die Nobili kämpfen. Das hätten sie billiger haben können, wenn die gleich hingerichtet worden wären. Ja? Also es ergeht der Vorwurf gegen Rienzi, aus privaten Gründen Gnade vor Recht ergangen lassen zu haben. Er fordert jetzt die Vernichtung der Patrizier, was aber Opfer unter den Bürgern fordern wird, die den Preis nicht zu zahlen bereit sind. Es gelingt nur mit der erneuten Berufung auf die vermeintlich göttliche Bestimmung. Der Schlachtruf lautet Santo Spirito Cavaliere, was man zweiern übersetzen könnte, der Heilige Geist sei Ritter mit uns oder auch seien wir Ritter des Heiligen Geistes. Am Ende bittet der Adriano Rienzi bei seinem Leben als Pfand um Vermittlung zwischen den Parteien, wird aber abgewiesen. Die Frauen singen eine wunderbare Preghiera, auch das ein Pflichtversatzstück in der Grand Opera, Schütz, heilige Jungfrau, du, Romas Söhne. Am Ende müssen sogar die Kinder zum Volkssturm, die Schlachtenhymne beginnt, Breaking News, Siegesjubel, Colonna und Orsini werden von Rienzi hingerichtet. Rienzi singt, Hei Roma dir, du hast gesiegt, während Adriano den Rienzi verflucht mit den gleichen Worten, die er gesungen hat, weh dem, der ein verwandtes Blut zu rächen hat. Die Leichen werden herbeigebracht, die Verluste, die Klage. Wir sehen auf den Televisoren ein Video von Gräberfeldern. Der Sieg ist eben auch eine Niederlage. Im Krieg gibt es keine Sieger. Das Gebet Rienzis am Anfang des dritten Teils, Rienzi erscheint als am Boden zerstörtes Opfer seiner eigenen Macht und Politik, als gebrochener Mann. Er will Selbstmord begehen, er setzt sich die Pistole unters Kinn und an die Schläfe, kann es aber nicht tun. Die Verschwörung, alle mit Handys, alle kommunizieren über Messenger-Chats.
Und Baroncelli sagt, Rienzi sei ein Verräter und wolle gemeinsame Sache mit den Nobili machen, da seine Schwester Irene Adriano Colonna liebe. Also Rienzi fällt in dieses Dilemma zwischen privat und öffentlich und ihm wird jetzt vorgeworfen, die Nobili nur aus privaten Gründen, aus persönlichen Gründen begnadigt zu haben und damit letztlich für die Opfer des Krieges verantwortlich zu sein. Es wird beschlossen, Rienzi am Folgetag beim Te Deum zu ermorden. Dieses Te Deum ist eine Wahnsinnsvision Rienzis und es ist ein eigentümliches Te Deum, denn der Chor singt Vae tibi maledicto, jam ti justus ense stricto, vindex manet angelus, vespem nulla maledictus, foveat genea rictus, jam hiscit flammeus. Übersetzt etwa, wehe, wehe dir, Verfluchter, es wartet des Racheengels gezogenes Schwert, wehe, nicht Hoffnung mehr darf der Verfluchte hegen, der Hölle weitem Flammenrachen flieht er schon entgegen. Also, das Ende ist vorgezeichnet. Irene bleibt bei Rienzi, sie wendet sich nicht, obwohl der Rienzi sagt, jetzt geh halt mit dem Adriano und werde glücklich, aber nein, sie bleibt an seiner Seite. Rienzi sagt, noch gibt's ein Rom, sie sterben einen gemeinsamen Liebestod. Irene ersticht den Rienzi, sie öffnet sich selber die Pulsadern, also ein dramatisches Ende und am Schluss geht der Rienzi, wir sehen das hier, geht der Rienzi ins Himmelreich, das sich dann als Hölle erweist. Die Tribüne versinkt, eine tragische Apotheose auf der Jakobsleiter, der vermeintliche Himmel erweist sich als Hölle. Die letzte Regieanweisung Wagners lautet, die Nobili hauen auf das Volk ein. Alles ist also wieder zu Anfang. Ich komme zum Schluss. Rienzi ist also sowohl bei Wagner als auch in dieser Inszenierung keineswegs ein Tyrann, kein Diktator, sondern eine charismatische Persönlichkeit und als solche eine Projektionsfigur von Hoffnungen, Wünschen, aber auch Befürchtungen. Zugleich verkörpert er den Konflikt zwischen der privaten Persönlichkeit mit ihren Tragödien, Brüchen und Widersprüchen und seiner öffentlichen politischen Rolle, die zur Hybris führt. Rienzi kann also durchaus auch als eine Art Wotan verstanden werden, der eigentlich ja auch nur das Gute will. So wie Wotan der Welt eine Ordnung und damit Sinn geben will, träumt Rienzi von Frieden, Freiheit und Demokratie. Was soll daran Schlechtes sein? Aber eben nach seinen Vorstellungen, unsere Demokratie. Da aber gut oft das Gegenteil von gut gemeint ist, gerät er eben in das tragische Dilemma zwischen guter Absicht und notwendigen Handlungszwängen. Dieses Dilemma bringt ihn schließlich zu Fall, wie eben Wotan, der vom Herrn zum Knecht seiner Verträge wird. Zugleich projiziert das Volk seine Heilserwartungen in die charismatische Führerfigur. So wie wir uns heute daran gewöhnt haben, die Verantwortung für unser Handeln nicht mehr selbst übernehmen zu wollen, wie das Volk hier, sondern vom Staat zu erwarten, der alles regeln und jedermanns Wohlergehen gewährleisten soll, liegen Führung und Verantwortung dann nahe, Führung und Verführung dann nahe beieinander. Damit ist dieser Rienzi ein hochaktueller Repräsentant für den demokratischen Politiker und dessen Dilemma. Der zumeist ideologiegeleitete Anspruch auf Deutungshoheit in Fragen des Selbstverständnisses von Politik und Moral zum vorgeblichen Zweck von Demokratie und Freiheit steht eben auch im Widerspruch dazu. Der Anspruch des Volkstribuns Rienzi, ebenso wie der unserer heutigen Tribunen, nämlich Freiheit und Demokratie mit den Mitteln politischer Machtausübung schützen zu wollen, führt letzten Endes zur Autokratie. Wenn aber Freiheit vor allem die Freiheit der Andersdenkenden ist, dann müsste die politische Macht zuvorderst diese schützen. Dagegen stellt der Populismus Rienzis, ebenso wie der heutige, egal ob von rechts oder links,
Demokratie und Freiheit am Ende in Frage und zielt eigentlich auf eine Art gelenkter Demokratie und ideologisch begrenzter Freiheit, weil man beiden im Grunde doch nicht traut. Zumal, wenn die Masse erwartet, ja sogar fordert, die individuelle Verantwortung für ihr Handeln an den Staat und seine Repräsentanten abgeben zu können. Wollen die selbsternannten Hüter von Demokratie, Freiheit und politischer Selbstbestimmung diese denn also wirklich? Und wie weit kann, darf und soll staatlich-politische Einflussnahme durch Machtausübung und autokratisches Handeln angesichts der Möglichkeit gehen, dass Demokratie und Freiheit sich auch durch sich selbst abschaffen können? Damit sind der Rienzi Richard Wagners und dessen Bayreuther Erstaufführung im Jubiläumsjahr alles andere als die vermeintliche Affirmation eines diktatorischen Autokraten als Führer eines totalitären Herrschaftssystems, sondern das tragische Dilemma Rienzis und sein daraus notwendig folgender Untergang ist vor allem und im Sinne Max Webers ein nachdrückliches Argument für ein System der Gewaltenteilung und des politischen Pluralismus in einer parlamentarischen Demokratie für Check and Balances und, obwohl schwerfällig und abstrakt, den Ausgleich von widerstreitenden gesellschaftlichen Tendenzen und Konflikten durch liberales Selbstverständnis und konservative Ordnungsmacht überpersönlicher Institutionen. So ist das, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Vielen Dank.